In der Kartograf sind wir, wie der Titel vermuten lässt, Kartografen und müssen als solche Landschaften erkunden, die möglichst gut zu den Wünschen der Königin passen. Die hat ganz klare Aufträge erteilt, welche Landschaften sie gerne finden möchte, was wir für sie suchen sollen, und diese Aufträge nehmen wir mit über ein Jahr. Es gibt einen Kartenstapel, davon wird immer eine Karte aufgedeckt und da sind meistens 2 Wahlmöglichkeiten drauf, was wir anzeichnen dürfen, und das sind dann so, ich sag mal, Tetris-förmige Teile, beispielsweise ein T-förmiger Wald. Der Kartograf ist insofern ein Zeichenspiel, als dass wir die Landschaften, die wir also erkunden, auf unserem eigenen Blatt markieren und wirklich einzeichnen. Die unterschiedlichen Landschaften entstehen dann also als kleine Piktogramme, als kleine Bildchen, und dadurch entsteht dann im Laufe des Spiels eine ganz eigene Karte für jeden Spieler. Ich finde es zunächst mal sehr spannend, weil ich immer mitfiebere, welche Karte kommt jetzt, und hoffe dann eben, dass der Kartenstapel mir die spendiert. Ich weiß auch nicht genau, wann die Wertung kommt, weil die Jahreszeiten enden nach einer bestimmten Anzahl Karten, aber man weiß nicht vorher, nach welcher Anzahl von Karten. Und so bin ich bei jeder Karte am Mitfiebern und hoffe, dass das kommt, was mir weiterhilft. Die Grundstruktur von der Kartograf ist wirklich einfach. Es wird eine Karte aufgedeckt und das, was dann angeboten wird, zeichnet der Spieler bei sich ein, aber eben den Überblick über die ganzen unterschiedlichen Aufgaben, die man dabei hat, zu behalten und das dann auch noch so zu puzzeln, dass man sich nicht gleichzeitig andere Sachen verbaut. Das ist schon eine anspruchsvollere Aufgabe und deswegen ist es ein Kennerspiel. Kartograf ist wirklich thematisch. Das finde ich ungewöhnlich für ein Spiel dieser Art. Also es gibt schon relativ viele Spiele, wo wir so Tetris-artige Formen anzeichnen. Aber hier, dadurch, dass die Formen nicht einfach nur Formen sind, sondern Wald heißen und auch, wo man in Bäume reinzeichnet, oder auch Stadt heißen oder Wiese, entsteht wirklich sowas, was ich mir vorstellen kann, dass es eine Landkarte sein soll. Auch durch die Monster, die da wieder ein bisschen Thema reinbringen. Genau, es gibt einen fiesen Kniff in dem Spiel, der dann auch das Ganze ein bisschen interaktiver macht. Sobald ein Monster in diesem Kartenstapel aufgedeckt wird, müssen wir unser schönes Wertungsblatt, unsere bis dahin vielleicht wirklich perfekte Landkarte, leider an den Mitspieler weiterreichen, der dann also Monster auf der Karte einzeichnen darf. Und man macht es natürlich so, dass es alles zerstört, was es irgendwie zerstören kann, dass der keine Verbindung herstellen kann, dass er doch nicht Wiese neben Wasser konstruieren kann. Und auch so, dass möglichst viele freie Felder neben den Monstern sind, denn freie Felder neben den Monstern zählen Minus. Und dann gibt man ihm einen Zettel zurück und er ist total genervt, dass das Teil genau da ist, wo er sich eine Freifläche gelassen hat für irgendwelche besonderen Pläne, und die sind völlig hinüber und man freut sich eine Sekunde lang, bis man seinen eigenen Zettel zurückbekommt und sieht, dass der andere Nachbar genau dasselbe gemacht hat. Der Kartograf schafft einfach einen ganz tollen Spagat, weil es ein erstmal abstraktes Zeichenspiel in eine Themenwelt holt, die dann auch stimmig ist. Also was Abstraktes zu malen, irgendwelche Tetris-steinartigen Formen auf ein Blatt einzuzeichnen, das gab es schon öfter. Der Kartograf ist für mich deshalb besonders, weil er einfach sehr ausgereift ist. Spiele dieser Art gibt es schon sehr viele, aber hier stimmt wirklich alles. Also es hat ein Thema im Gegensatz zu den anderen Spielen, und es hat einen super Spannungsbogen durch die Wertung. Man hat jederzeit Pläne, die man verfolgen kann. Man steckt jederzeit in Entscheidungsnöten und trotzdem grübelt man nicht endlos vor sich hin. Alle können ja gleichzeitig planen und deswegen geht es recht schnell und es folgt Entscheidung auf Entscheidung.